Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Videos über die Musterbriefe und die Textbausteine. In den letzten Videos habe ich die Möglichkeiten beschrieben, wie man eine Beschwerde schreiben kann, eine Reklamation oder eine Mängelrüge. Der Unterschied nur ganz kurz, wir haben das alles schon durchgekaut. Bei der Beschwerde geht es darum, dass man etwas kundtut, weil etwas nicht funktioniert hat, zu spät geliefert oder falsches Produkt geliefert oder was auch immer. Es gibt dabei aber keine nachhaltige Aktion, weil die Garantieregelungen hier nicht greifen. Anders ist es bei der Reklamation, da hat auch etwas nicht geklappt, aber ich erwarte eine Aktion. Das kann ein Umtausch sein, das kann eine Rücksendung sein, was auch immer. Kann auch sein, dass der Preis kleiner gestaltet wird, wie auch immer. Und dann gibt es die Mängelrüge, die im Prinzip das gleiche ist wie die Reklamation, nur da bestellt ein Unternehmen von einem anderen und die Lieferung hat nicht geklappt. Soweit, so gut. Wir haben das besprochen, wir haben Beispiele erarbeitet. Jetzt geht es darum, wie reagiert man als Anbieter, wenn man so eine Meldung bekommt. Das heißt, es gibt die Beschwerde, die Reklamation und die Mängelrüge und ich muss darauf reagieren. An sich kann man ja hergehen und sagen bei der Beschwerde, okay, zur Kenntnis genommen. Bei den beiden anderen Arten muss ich mir etwas überlegen, aber so ist es nicht, weil die Unternehmen wollen natürlich, dass der Kunde zufrieden ist und reagieren entsprechend. Und jetzt spielen wir ein paar Situationen durch. Szenario 1. Beschwerde wegen zu später Lieferung. Angenommen, ein Kunde hat etwas bestellt und er hat das Produkt auch bekommen, aber es ist 2 Tage später angekommen, als eigentlich angekündigt war. Man kennt das zum Beispiel von Amazon, dass da ein Mail kommt und juhu, heute wird geliefert. Und auch ich habe schon erlebt, dass man dann bis 20 Uhr wartet und es kommt aber keiner daher und in Wirklichkeit habe ich es dann 2 Tage später bekommen. Und das ist ärgerlich und eigentlich möchte ich auch darauf hinweisen, dass diese Angabe falsch war. Jetzt kann man entweder gar nicht reagieren, das hat man viele Jahre gemacht, das ist aber der schlechteste Weg. Anders und besser ist es, wenn man zurückschreibt und wenn man sich dafür bedankt, dass man auf das Problem aufmerksam geworden ist. Zum Beispiel, sehr geehrter Herr Mustermann, den Namen kennt man natürlich. Vielen Dank für Ihr E-Mail und die Anmerkungen wegen der zu späten Lieferung. Es ist bedauerlich, dass unsere Angabe des Liefertermins nicht gestimmt hat. Und das könnte man in einem eigenen Absatz machen, wir werden überprüfen, wieso die Angabe falsch war und oder die Lieferung nicht pünktlich erfolgen konnte. Zur kleinen Entschädigung haben wir diesem E-Mail einen Gutschein über Euro 10 beigelegt, den Sie für den nächsten Einkauf einsetzen können. Mit besten Grüßen, Name. So, im Prinzip ist das ganz einfach. Also ich habe eine Beschwerde, es hat etwas mit der Lieferung nicht geklappt. Zuerst bedankt man sich einmal dafür, dass man diesen Hinweis bekommen hat, weil nichts ist blöder, als wenn etwas nicht funktioniert und man erfährt nichts davon. Das kennt man auch von Webseiten, wo die Leute
schnell wieder die Seite verlassen und es wäre viel angenehmer, wenn Sie kundtun, was an der Seite nicht gepasst hat, weil darauf kann man reagieren und kann die Seite verbessern. Und das ist im Handel und beim Versand natürlich genauso. Also es ging um die zu späte Lieferung und das ist auch wichtig, dass man das hineinschreibt, weil dann weiß der Adressat auch, dass man das wirklich ernst genommen hat und sich genau durchgelesen hat, was Sache ist. Und dann entschuldigt man sich noch einmal, dass die Lieferung nicht geklappt hat. Das geht ganz einfach, man muss da jetzt nicht viel schreiben. Und wir überprüfen, was nicht gepasst hat. Aber im Prinzip, er hat das Produkt bekommen. Offensichtlich ist er zufrieden, weil sonst hätte er da etwas angeführt. Und man kann nachträglich eigentlich nicht viel mehr machen und daher braucht es auch nicht viel mehr. Aber ein glücklicher Kunde ist immer ein guter Kunde und daher zur kleinen Entschädigung gibt es einen Gutschein über 10 Euro. Damit rechnet er nicht unbedingt und damit lockt man ihn auch, dass er vielleicht wieder einkaufen kommt. Und ganz nebenbei hat er eine Reaktion bekommen, die Sinn macht und er wurde ernst genommen und das ist eine sehr wichtige Geschichte im Marketing. Und das sollte man generell berücksichtigen. Es muss nicht immer ein Gutschein sein, aber eine Lösung in dem Fall ist sicherlich nicht schlecht. Also immer, worum geht's? Können wir was tun? Müssen wir was tun? Ist dann der zweite Teil. Und der dritte Teil bieten wir zusätzlich etwas an. Man kann hier natürlich auch noch irgendwelche gerade aktuellen Angebote anführen oder so, aber das ist eigentlich ja vielleicht nicht ganz geschickt, weil er beschwert sich gerade und ich schicke ihm dann ein Werbemail, macht nicht wirklich viel Sinn. Und daher reicht es völlig, wenn man das so kurz hält. Gut, dann werden wir das wieder löschen. Und wir überlegen uns was anderes. Und zwar Beschwerde wegen falschem Produkt. Oder falsches Produkt, das können wir bei der Reklamation dann machen. Machen wir noch eine zweite Beschwerde wegen nicht gesendetem Magazin. So. Lassen wir das, machen wir mehr. So. Folgende Situation. Die Frau Meier hat ein Abo zu einem Magazin, zum Beispiel über ein Jahr. Und die letzte Ausgabe hat sie nicht bekommen und beschwert sich darauf hin. Das ist jetzt keine unmittelbare Reklamation, sondern das ist einfach, hey, es ist nicht okay, ich habe dafür gezahlt und ich habe es aber trotzdem nicht bekommen. Es kommt auch aufs Magazin an, weil wenn das einmal in der Woche ist und ich habe die nächste Ausgabe wieder bekommen und da sind tagesaktuelle Sachen dabei, dann ist nach einer Woche das manchmal gar nicht mehr so aktuell. Das hängt dann davon ab, was das für ein Magazin war. Und jetzt geht es darum, darauf zu reagieren. Vielen Dank für Ihre E-Mail über den Fehler, dass die Ausgabe XY nicht zugesandt wurde. Wir entschuldigen uns dafür und werden sofort überprüfen, wieso die Ausgabe nicht bei Ihnen angekommen ist. Wir haben sofort veranlasst, dass die Ausgabe Ihnen nochmals zugeschickt wird und legen außerdem
einen Gutschein von €15 diesem E-Mail bei, mit dem Sie auch andere Magazine unseres Hauses testen und bestellen können. Es tut uns leid, dass diese eine Zusendung nicht geklappt hat. Wir bedauern das sehr. Mit besten Grüßen. Name. So, das ist eine zweite Möglichkeit. Also in dem Fall ist es nicht so, dass das Produkt zugesandt wurde, wie beim ersten Szenario, sondern es gibt ein Abo und eine Ausgabe hat die Empfängerin nicht erreicht. Warum auch immer. Und im ersten Absatz geht es wieder darum, okay, da ist ein Fehler, das darf nicht sein und wir werden das sofort überprüfen. Damit ist wieder signalisiert, hallo, wir haben es mitbekommen und wir schauen nach, was los ist. Im zweiten Absatz haben wir dann hier eine Lösung, indem wir die Ausgabe noch einmal zuschicken und außerdem einen Gutschein von 15 €, weil der Anbieter des Magazins, der kann auch verschiedene andere Magazine haben und so kann man auch vielleicht das Ganze sogar nutzen, um Interesse für ein weiteres Magazin oder was auch immer angeboten wird, zu fördern. Man könnte auch eine andere Lösung wählen, dass man den Gutschein zum Beispiel nutzt, um bei der Abo-Verlängerung eine Vergünstigung zu erhalten, wie auch immer. Und zum Schluss schreibt man halt nochmals, dass es leid tut, dass das so ärgerlich war und das Magazin nicht ankam und mit freundlichen Grüßen und das war's. Das heißt, in dem Fall geht es einfach darum, was ist Sache, wie reagieren wir darauf, das ist der wichtigste Punkt. Und man kann dann sich nochmals entschuldigen, das kommt auch darauf an, was das für eine Situation ist, aber den Kunden ernst zu nehmen ist immer eine wichtige Geschichte und auf diese Art und Weise, das System ist eigentlich immer gleich, die Situation ist individuell anders. Das kann jetzt da sein, dass man irgendwas verschlampt hat und die Lieferung nicht durchgeführt wurde. Es kann sein, dass etwas als lieferbar angegeben war und in Wirklichkeit hat man dann doch nicht die Produkte zur Hand und darum dauert es länger. Es gibt da die verschiedensten Situationen und es gibt auch Situationen, wo man nicht viel machen kann, weil im Szenario 1 ist das Produkt ja angekommen, aber halt zu spät und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Jetzt schauen wir uns Szenario 3 an. Das löschen wir wieder. Und wenden uns nun der Reklamation zu. Reklamation wegen falschem Produkt. Die Reklamation ist wie die Beschwerde, etwas hat nicht geklappt, aber ich erwarte hier eine Handlung vom Anbieter. In dem Fall stellen wir uns vor, der Herr Müller hat ein Produkt bestellt, aber er hat das falsche Produkt bekommen. Nehmen wir an, er will sportlich sein, es beginnt das Frühjahr und ja, seine Figur ist vielleicht nicht die beste und er hat von einem Freund gehört, dass regelmäßiges Training mit den Kurzhanteln sehr viel bringen kann und er hat sich Kurzhanteln bestellt. Aber statt der Kurzhanteln hat er die Langhantel bekommen. Die wollte er aber nicht. Er wollte jetzt nicht zum Gewichtheben anfangen und hat das entsprechend angegeben. Sehr geehrter Herr Müller, vielen Dank für Ihr E-Mail. Es tut uns leid, dass wir nicht die bestellte Ware
die Kurzhanteln Marke XY geliefert haben, sondern die Langhantel. Wir bitten Sie, die Langhantel auf unsere Kosten zurückzuschicken und werden noch heute die bestellten Kurzhanteln wie von Ihnen vorgesehen zuschicken. Es tut uns leid, dass diese Verwechslung passiert ist, und zur Entschädigung haben wir in diesem E-Mail einen Gutschein von €20 für Ihren nächsten Einkauf angeschlossen. Mit besten Grüßen, Name. So, schauen wir uns das wieder an. Also, in dem Fall ist einfach eine Verwechslung passiert und der Herr Müller hat auf die Kurzhanteln gewartet und hat die Langhantel bekommen. Das war aber so nicht vorgesehen. Jetzt muss er mit der Langhantel natürlich was machen. Er braucht sie nicht, das hat er kundgetan, also bitten wir ihn, dass er sie zurückschickt und natürlich wichtig auf unsere Kosten, weil die Versandkosten sind mittlerweile nicht gerade gering. Das ist für den Kunden auch wichtig, weil er kann ja auch nichts für den Fehler. Und außerdem wird er informiert, dass noch heute die bestellten Kurzhanteln an seine Adresse geschickt werden. Dann entschuldigt man sich nochmals wegen der Verwechslung, die kann passieren, das ist kein Problem. Und in dem Fall macht man wieder die Möglichkeit, einen Gutschein anzuschließen, weil damit lockt man natürlich den Herrn Müller auch zu einem weiteren Einkauf. Ob das funktioniert, ist eine andere Geschichte, aber es ist durchaus für den Anbieter sehr angenehm, wenn man Fehler bekannt gegeben kriegt, weil mit Fehlern kann man arbeiten und dann kann man sagen, okay, bei der Versandkette funktioniert irgendwas nicht. Es kann auch sein, dass es ausgelagert ist und dass man das Lager eigentlich überhaupt nicht mehr selbst verwaltet, und dann muss man aber dem Dienstleister, mit dem man zusammenarbeitet, auch auf den Fehler aufmerksam machen können. Wenn man das nicht weiß, kann man das natürlich nicht. So, dann machen wir ein Szenario 4. Und zwar eine Reklamation wegen Defekt. Stellen wir uns Folgendes vor. Der Herr Schuster in dem Fall wollte auch sportlich sein, der hat aber keine Hantel bestellt, sondern der hat sich eine Investition geleistet, und zwar ein sehr gutes Laufband. Das Laufband hat pünktlich den Herrn Schuster erreicht, aber das Problem ist, dass das Ding ziemlich quietscht. Jetzt ist das ein sehr sperriges Gerät und der Herr Schuster fragt, was man da machen kann. Und in dem Fall bietet der Verkäufer an, dass über einen Dienstleister jemand kommt und sich das anschaut. Weil die Alternative wäre, dass er das Laufband zusammenpacken muss und zurückschicken muss, und der Anbieter muss sich das dann anschauen und dann muss er es wieder schicken, und das ist sehr aufwendig, und wenn man vor Ort, gerade bei großen
Anbietern der Sportgeräte ist das häufig der Fall, einen Dienstleister vor Ort hat, dann kann der sich das anschauen kommen. Und das bietet man in dem Fall an. Sehr geehrter Herr Schuster, vielen Dank für Ihre Nachricht wegen dem quietschenden Laufband, das Sie letzte Woche von uns zugestellt bekommen haben. Ein solcher Effekt ist uns bis dato nicht bekannt, muss aber natürlich behoben werden. Wir haben in Ihrer Stadt, in Wien einen Partner, der Sie kontaktieren wird, um vorbeizukommen. Er wird sich dem Problem widmen und prüfen, was die Ursache dafür sein kann, dass bei höherer Laufgeschwindigkeit der Lärmpegel zu hoch wird. Oh ja, wir haben Ihre Kontaktdaten an ihn weitergegeben und er sollte sich noch heute bei Ihnen melden. Bitte teilen Sie uns nach der Reparatur mit, ob das Problem behoben ist. Ja, das reicht eigentlich. Mit besten Grüßen. Name. So, schauen wir uns das an. Also, es gibt ein Laufband, das, wenn man schneller unterwegs ist, zu quietschen beginnt. Da dürft es irgendwo reiben oder irgendeine Schraube ist nicht richtig angezogen und der Kunde hat das offensichtlich nicht beheben können. Die meisten sind Bastler, also die meisten schauen dann, was kann ich da machen. Dieser Effekt ist aber bisher bei dem Gerät nicht aufgetreten. Es gibt aber einen Partner, wir gehen davon aus, der Herr Schuster ist in Wien und der wird sich melden und wird das Problem persönlich oder durch einen Mitarbeiter beheben. Und deswegen sind die Kontaktdaten weitergegeben worden, damit er auch die Telefonnummer hat und sich auch wirklich melden kann, beziehungsweise wird das vielleicht auch über E-Mail laufen. Und zum Schluss ist dann die Bitte, wenn die Reparatur erledigt ist, soll man sich melden. Also praktisch soll der Kunde nochmals bestätigen, dass jetzt alles passt. Dass man wirklich für sich selbst abschließen kann, okay, die Sache ist gereinigt und alles ist erledigt. Und auch so kann man schreiben, also man muss nicht jedes Mal einen Gutschein anbieten, das hätte man hier natürlich auch machen können, aber in Wirklichkeit geht es dem Herrn Schuster darum, dass er gerne das Laufband für sein Training nutzen möchte und das geht halt nicht. Ob man jetzt hier ein Laufband hat oder ob das zum Beispiel ein Fernsehsessel ist mit einer Zusatzfunktion, die aber nicht funktioniert, spielt keine Rolle. Die Methodik ist immer die gleiche. Das heißt, wir haben jetzt 4 Situationen durchgespielt und es geht immer darum, im ersten Absatz bezieht man sich darauf, was nicht funktioniert und dann geht es darum, wie man die Problematik lösen möchte oder ob man einen Gutschein anbietet als Entschädigung, weil etwas nicht geklappt hat, wie das bei der Beschwerde der Fall war.
Jetzt schauen wir uns noch eine Mängelrüge an. Da löschen wir das einmal. So, wir haben besprochen, Mängelrüge bedeutet, ein Unternehmen bestellt bei einem anderen. Wegen zu geringer Lieferung. Und zwar stellen wir uns vor, wir haben bei einem Unternehmen, was nehmen wir, 30 Waschmaschinen bestellt. Wir sind ein großes Kaufhaus und bieten unter anderem die Haushaltsgeräte an. Und die Waschmaschine ist gerade sehr gefragt, weil sie beim Strom und beim Wasser sehr sparsam ist und trotzdem günstig verkauft werden kann. Und wir haben 30 Stück bestellt, aber es sind nur 20 Stück geliefert worden. Da hat es irgendwo nicht geklappt. Und den Anbieter meldet man das entsprechend. Und der muss sich darum kümmern, dass die fehlenden 10 Stück nachgeliefert werden. Und das schaut dann so aus. Sehr geehrte Frau Müller, vielen Dank für die Nachricht über die zu geringe Zahl gelieferter Waschmaschinen Typ XY. Wir werden sofort überprüfen, was bei der Zustellung nicht geklappt haben kann, denn normalerweise sind die Bestellungen immer verlässlich durchgeführt. Die fehlenden 10 Stück haben wir im Lager und werden sofort veranlassen, dass sie nachgeliefert werden. Laut Spediteur wird dies übermorgen der Fall sein können. Sie erhalten noch eine eigene E-Mail mit dem genauen Liefertermin. Wir bedauern den Fehler bei der Lieferung und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Name. So, schauen wir uns das an. Also, man hat die Nachricht bekommen, es sind zu wenige Waschmaschinen geliefert worden. Man könnte auch hier statt zu geringer über die zu geringe Zahl könnte man auch präzise schreiben, dass es statt 30 nur 20 waren. Das ist dann auch Geschmackssache, weil es wissen beide, worum es geht. Und es wird sofort überprüft, was bei der Zustellung nicht geklappt hat. Also gerade bei Waschmaschinen wäre es schon auffällig, weil ob ich jetzt 20 oder 30 Stück mit dem LKW zustelle, das ist dann schon eine ganz andere Geschichte. Also das hätte schon auffallen müssen. Und im zweiten Absatz geht es wieder darum, was mache ich damit? Die fehlenden 10 Stück werden sofort nachgeliefert und der Spediteur ist schon informiert und man bekommt dann noch eine zusätzliche Information, wann genau diese 10 Waschmaschinen geliefert werden und das war's. Viel mehr braucht man da nicht machen. Meistens sind das Unternehmen, die ohnehin gerade bei solchen Geräten viele Jahre zusammenarbeiten und da braucht man sonst nicht großartig viel schreiben und
Man merkt, also es ist in dem Fall von Unternehmen zu Unternehmen, aber das System des Schreibens ist immer gleich. Erster Absatz, worum geht es eigentlich? Im zweiten Absatz, was mache ich damit? Und dann kann ich hinten nach noch eine Entschuldigung schreiben oder was auch immer. Das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Die Mängelrüge ist meistens eine Situation, wo etwas Falsches geliefert wurde, wo zu viel oder zu wenig geliefert wurde oder wo die Ware beschädigt wurde. Kann auch sein, dass man einen Preisnachlass einräumt. Vielleicht machen wir hier dann noch ein Beispiel. Wegen Preisnachlass. So, das werden wir entsorgen. Und zwar stellen wir uns Folgendes vor. Wir machen eine ähnliche Geschichte, wie wir sie gerade gehabt haben. Und zwar, wir haben, glaube ich, im Video der Mängelrügen die Wetterstationen schon thematisiert. Spielen wir das gleich nochmal durch. Und zwar war die Geschichte die, dass zu wenige Wetterstationen bestellt wurden. Ich glaube, das Beispiel war dann, dass sie unbedingt nachbestellt werden müssen, oder nachgeschickt werden müssen, weil aktuell sehr viele diese Wetterstation nachfragen und der Bedarf entsprechend hoch ist. In dem Fall machen wir das Ganze ein wenig anders, und zwar der Kunde, das Unternehmen irgendwas, sagt, ja, ich habe jetzt da 30 Stück bekommen und 50 eigentlich bestellt, aber ich komme drauf, dass ich mit den 30 momentan eigentlich völlig das Auslangen finde. Und daher möchte ich die 30 behalten, die anderen 20 vergessen wir. Ich brauche dann aber natürlich eine reduzierte Rechnung. So, sehr geehrte Frau Huber, vielen Dank für Ihr E-Mail. Es tut uns leid, dass nur 30 statt 50 Wetterstationen des Typ XY geliefert wurden. Da Sie aber mit den 30 Stück aktuell den Bedarf decken können, reduzieren wir wunschgemäß die Rechnung auf diese Stückzahl. Die Rechnung haben wir diesem E-Mail angeschlossen. Vielen Dank für Ihre Information. Das haben wir eigentlich oben schon geschrieben. Wir werden überprüfen, wieso bei der Lieferung die Stückzahl nicht gestimmt hat und wo der Fehler liegen mag. Mit besten Grüßen, Name. So. Bei einem Originalbrief würde man dann drunter noch die Anlagen schreiben. Das könnte man hier auch anwenden, aber beim E-Mail hat man sowieso das eigene Feld dafür. Und im Brief ist die neue Rechnung ohnehin erwähnt. Es kommt dann auch darauf an, meistens, das könnte man hier zum Beispiel noch dazu schreiben, die Rechnung haben wir diesen E-Mail angeschlossen. Zusätzlich wird Ihnen die Rechnung auf dem Postweg zugestellt. Das macht Sinn, weil das ist gerade bei Unternehmen sehr oft notwendig, weil man kann es zwar dann auch ausdrucken, aber im Prinzip sollte die Rechnung normal auch zugestellt werden,
wobei der Trend immer mehr zu digitaler Form geht. Aber bei Unternehmen, die miteinander arbeiten, wissen beide, dass man diese Rechnung als Beleg für die Buchhaltung braucht. So, schauen wir uns das auch noch einmal an. Also, es waren nur 30 Wetterstationen und nicht 50 zur Kenntnis genommen. Da die 30 aber momentan reichen, wird die Rechnung entsprechend auf diese Stückzahl reduziert und diese Rechnung gibt es im E-Mail und wird dann auch auf dem Postweg zugestellt. Und damit ist diese Geschäftshandlung abgeschlossen, aber der Vervollständigung halber hat man außerdem noch angeführt, dass man sich anschaut, was da eigentlich falsch gelaufen ist, weil es hätten ja 50 geliefert werden sollen und man bestellt die Stückzahl nicht zum Spaß, also sollte sie auch geliefert werden. Da kann es irgendeine Verwechslung, Flüchtigkeitsfehler oder was auch immer gegeben haben und das muss man sich anschauen. Und ansonsten, ja, war es das eigentlich. Und man sieht, das Prinzip ist, also ob das jetzt eine Beschwerde ist, eine Reklamation oder eine Mängelrüge, man hat im ersten Absatz, worum geht's? Ich habe dich gelesen und ich nehme dich als Kunden ernst, das ist sehr wichtig. Im zweiten Absatz geht es dann um die Lösung für das Problem. Manchmal braucht man mehr Absätze, wenn es um irgendwelche Reparaturen oder Dienstleister oder sonstige Aktivitäten geht. Und ansonsten geht es dann nur darum, wir schauen uns an, was der Fehler war und ja, wir geloben Besserung. Man könnte hier natürlich auch irgendeine Rabattmöglichkeit einräumen, aber zwischen den Unternehmen, vor allem wenn sie eh schon lange unterwegs sind und sich sehr gut kennen, wird das eher seltener gemacht. Das wird eher, wenn wirklich was Gröberes war und der andere sich maßlos geärgert hat, dann wird man schauen, dass man mit irgendeinem Entgegenkommen noch den Kontakt aufrecht hält, weil man möchte ja, dass das Unternehmen wieder bestellt. Wenn da ein grober Fehler, wenn da jetzt da 20 nicht geschickt worden sind, das kann passieren, da sagt die andere Firma Schwamm drüber, vergessen wir das. Aber in dem Fall braucht man da jetzt nichts mit einem Rabatt oder so machen. Ist möglich, gehört angesprochen, aber ist in solchen Situationen eigentlich nicht gefragt. So, und das soll es gewesen sein. Jetzt haben wir einige Beispiele durchgekaut und haben damit auch die andere Seite kennengelernt, nachdem wir Beschwerden geschrieben haben, Reklamationen und Mängelrügen. Und damit hoffe ich, dass die Beispiele weitergeholfen haben. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.